Zum nächsten Video muss ich sagen, Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Ich mache das jetzt einfach, weil ich schon wirklich sehr, sehr viel theoretische Erfahrung habe. Nach dem Intro geht's los. Also, worum geht's heute? Wir haben mal wieder eine 30-Minuten-Challenge und ich habe mir gedacht, es kann ja nicht so schwer sein, Drechseln zu üben innerhalb von einer halben Stunde. Ich muss dazu sagen, ich habe schon ungefähr 1000 Theoriestunden auf YouTube hinter mir. Also eigentlich weiß ich alles und deswegen gehe ich davon aus, dass das alles hier super funktionieren wird. Spaß beiseite. Ihr kennt die Regeln, in 30 Minuten muss ich ein Projekt geschafft haben. Ich habe jetzt hier ein Stück Eiche. Ihr seht, es ist wunderbar gehobelt, nicht. Und daraus möchte ich gerne eine Schüssel machen. Und ich frage mich, kann ich in 30 Minuten eine Schüssel drechseln, obwohl ich es noch nie probiert habe? Das werden wir jetzt herausfinden. Vorher versuche ich erstmal hier einen Kreis rauszuschneiden, um dann schon mal die grobe Form zu haben. So will ich es nicht in die Drechselbank reinknallen. Das hat mir eine zu krasse Umwucht. Ich will aber kurz auch auf die Maschine eingehen. Ich habe mir auf eBay Kleinanzeigen vor ein paar Monaten dieses Schmuckstück hier geholt. Das ist eine Ferm FWL 1000. Das Einzige, was ich daran schon gemacht habe, ist, dass ich hier die zwei Spitzen miteinander richtig ausgerichtet habe. Das war nicht total verzogen. Natürlich werde ich alle Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Ich habe hier so einen Schutz und ich habe auch Sicherheitsschuhe an. Von daher, da kann eigentlich gar nichts passieren. Wir legen gleich los. Ich bin gespannt, ob es klappen wird. Ich schneide mir erstmal so einen Kreis aus diesem Holzblock. Allein das wird schon ein Drama werden. So, ich dachte mir, das ist ein wunderschöner Kreis. Den setze ich hier einfach drauf und dann zeichne ich mir einfach einen Kreis drauf und den werde ich mir dann quasi gleich ausschneiden. Dafür habe ich mir auch extra ein kleines Sägeblatt geholt. Ich habe keine Ahnung, ob das hinhauen wird. Vielleicht wäre es auch besser mit der Tischkreissäge da. Das ist einfach grob. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich probiere es jetzt erstmal so. Das geht sich im Leben nicht aus. Ich schneide den ersten Block mal mit der Tischkreissäge weg. Gut, ich habe mir jetzt so mehr oder weniger hier einen abgebrochen, um das halbwegs hinzukriegen. Ich habe dafür die Tischkreissäge und die Kappsäge genommen, die Reste dann in den Ofen. Das ist jetzt ein wunderschönes Achteck. Da kommt jetzt diese Scheibe drauf. Schraube das rein. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich schraube die Dinger jetzt einfach hier rein. Ich richte das mal so bestmöglich aus, damit mir hier nichts um die Ohren fliegt, nämlich einfach mal 4 Schrauben. Jetzt spannen wir das Ding da ein und sobald alles fest ist, starten wir die Uhr und dann gehen die 30 Minuten los. Ich bin gespannt. So, ich spanne den jetzt hier ein und dann schauen wir mal, wie es wird. Das hat schon eine ziemlich starke Umwucht. Safety first, bevor mir der Scheiß um die Ohren fliegt. Wie gesagt, Kinder, macht das nicht nach. Macht es einfach nicht nach. So, ich glaube, alle Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen. Das Ding ist jetzt mit der Arbeitsplatte verbunden. Jeder ist eingespannt. Ich spanne jetzt noch mal kurz ein bisschen nach. Aber ich glaube, das ist fest. Ich habe die Maske und jetzt legen wir gleich los. Wenn ihr mich nicht mehr hört, stelle jetzt die Uhr ein. Und dann, als ich über diese Idee nachgedacht habe, klang die nicht so bekloppt, wie ich es jetzt mache. Naja, jetzt gibt es kein Zurück. 30 Minuten, wir starten in 3, 2, 1, go! Ja. Man sieht, es verändert sich schon etwas. Ich versuche euch mal ein bisschen näher ranzuholen. Ich habe auch so ein bisschen Angst um die Kamera, aber ich tue es trotzdem.
Muss man hier noch ein bisschen nachjustieren, weil das sitzt ein bisschen zu niedrig. Das sind dann die Feinheiten, die man in Videos nicht sieht, die man nur im Daily Doing lernt. Weiter geht's. Knapp 5 Minuten haben wir. Hier ist zumindest schon mal halbwegs eine gerade Fläche. Dann machen wir jetzt mal weiter. Wie gesagt, nach einer halben Stunde soll das eine Schüssel sein. Bisher sieht es nicht so aus. Wird langsam. Oh, ich schwitze unter dieser Maske. Unfassbar. 30 Grad draußen. Also Drechseln ist wahrscheinlich eher was für Wintersport. Eine olympische Wintersportdisziplin. So, ich versuche jetzt hier so eine Kerbe reinzumachen, weil später muss ich ja das Ganze in dieses Bohrfutter einsetzen. Hoffentlich klappt das alles. So, wir haben noch 17 Minuten. Es wird sehr eng werden. Weil die Rückseite ist natürlich das Schwierige, weil da muss ich das Ganze aushebeln. Da muss ich mal gucken. So, es sind noch 11,5 Minuten. Ich glaube nicht, dass das klappen wird, aber so. Wir haben noch 5,5 Minuten, ne, fast 6 Minuten. Ach, das Teil ist einfach zu dick gewesen.
bin zu ambitioniert gewesen mit dem Stück. Aber wir machen das natürlich bis zum Ende. Da bin ich aber froh, dass es in die Richtung ging und nicht in die. Wobei ich auch hier mit dem Abstand ganz gut stand. Aber ja, ich hätte dieses Teil hier hätte ich vielleicht noch ein bisschen tiefer setzen müssen. Also, es ist jetzt noch 1 Minute, das gibt keinen mehr. Grundsätzlich kann man, glaube ich, aber relativ schnell drechseln lernen. Also das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber aus dem Stück, das ich jetzt hier genommen habe, kann man nicht innerhalb von einer halben Stunde eine Schüssel machen. Das ist nicht möglich. Da muss ich sagen, dass das Projekt gescheitert ist. Ich versuche es aber mal mit was anderem. Das mache ich aber erst nach meinem Urlaub. Und dann schauen wir mal, ob es dann klappt. Jetzt ist das hier, naja, das könnte schon eine Schüssel sein. Eine unfassbar hässliche Schüssel. So, ich verabschiede mich in den Urlaub. Ich nehme dieses gescheiterte Projekt mit und komme nach dem Urlaub zurück und versuche das Ganze nochmal. Dann habe ich natürlich schon Erfahrung mit Drechseln, auch praktischer Natur. Die 30 Minuten sind rum. Dann ist es natürlich nicht mehr ganz so spannend, aber ja, also das hier werde ich dann irgendwann mal fertigstellen, wenn ich aus dem Urlaub komme. Und wir starten dann nochmal neu nach meinem Urlaub. Macht's gut, macht euch eine schöne Zeit. Haut rein, euer Sascha. Ich konnte es jetzt doch nicht liegen lassen bis nach dem Urlaub. Ich habe sie jetzt fertig gemacht. Hat nochmal 1 Stunde gedauert. Das heißt 90 Minuten für einen absoluten Newbie. Echt schön. Fürs erste Mal, denke ich, ist das ein gutes Ergebnis. Ich wünsche euch eine schöne Ferienzeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.